Hallo ihr Lieben, heute geht es um ein Thema, die mir wirklich am Herzen liegt, nämlich um guten Kaffee und zwar ohne teure Maschine. Viele von euch wissen, dass wir zu Hause eine Sage Barista Express haben und ich liebe sie. Aber vor einiger Zeit habe ich für uns für unterwegs eine Mokka-Kanne gekauft, weil ich einfach eine günstige und kompakte Lösung für unterwegs wollte. Und ehrlich, ich war total überrascht, wie lecker der Kaffee daraus wird. Und seitdem benutze ich die Mokka-Kanne auch super gerne zu Hause. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen echten Kaffeegenuss unter 30 € erleben kannst. Und unbedingt dranbleiben, weil in diesem Video verlose ich eine 2 Tassen Mokka-Kanne und mein Lieblingskaffee dazu. Also lasst uns direkt loslegen. Der Hauptgrund war, eine Lösung für unterwegs zu finden, die kostengünstig und kompakt ist, aber mittlerweile verwende ich die Mokka-Kanne tatsächlich täglich zu Hause, entweder für entkoffinierten Kaffee oder auch ganz gerne für normalen Kaffee, weil ich den Geschmack richtig liebe. Es ist nicht so stark, finde ich, und nicht so intensiv wie aus der Espressomaschine und der Kaffee ist richtig schön mild, hat so eine sehr weichen Geschmack. Also ich persönlich bin total begeistert und ich dachte, dass ich euch auch zeige, wie einfach das geht und wie einfach ihr in der Mokka-Kanne Kaffee zubereiten könnt. Also das ist meine Art, der mir am meisten schmeckt. Also da habe ich viele Videos auf YouTube mir angeschaut und da hat jeder eine leicht andere Art, den Kaffee zubereiten. Also da würde ich dir wirklich empfehlen, einfach teste einmal die eine Art und wenn dir irgendwas stört, irgendwas nicht schmeckt, dann kannst du auch anpassen und deinen richtigen Weg zu finden für deinen perfekten Kaffeegenuss. Als erstes fülle ich Wasser in den unteren Behälter und zwar nur bis zum kleinen Ventil. Dann gebe ich den gemahlenen Kaffee in den Trichtereinsatz hinein. Ich fülle ihn nach und nach, schüttle ihn leicht dabei, damit sich der Kaffee gleichmäßig verteilt und streiche die Oberfläche zum Schluss mit einem Löffel glatt. Wichtig, nicht andrücken. So bleibt der Kaffee mild, rund und nicht bitter. Jetzt verschraube ich das obere Teil wieder, dabei darauf achten, dass die Gummidichtung und das Sieb richtig sitzen. Dann stelle ich die Mokka-Kanne auf dem Herd und erhitze sie auf höchster Stufe. Den Deckel lasse ich dabei offen, so kann man gut sehen, wann der Kaffee hochkommt. Sobald der Kaffee oben rausläuft und ein gleichmäßiger Strahl entsteht, reduziere ich die Hitze. Dann mache ich den Deckel zu und warte kurz, bis ich diese schöne Blubbern höre. Dann weiß man, dass der Kaffee fertig ist. Dann einfach vom Herd nehmen und direkt heiß genießen. Hier wieder kannst du selber schauen, wie viel Wasser du dazugeben möchtest. Hier ist wirklich wichtig, selber zu testen und den richtigen Geschmack für dich selbst zu finden. Danach die Mokka-Kanne komplett abkühlen lassen oder bis es nicht mehr heiß ist. Also ich mag es komplett abkühlen lassen und dann kann man das auch schon reinigen. Die Reinigung geht super einfach und schnell und es gibt nur eins bei der Reinigung zu beachten und das ist, dass man die Mokka-Kanne ohne Spülmittel reinigt. Also nicht in der Spülmaschine und auch wenn man es per Hand reinigt, nicht Spülmittel dazugeben. Einfach mit Wasser alle Teile schön ordentlich abspülen und danach Luft trocknen lassen. Also richtig einfach und ich habe auch gelesen, dass der Geschmack von Kaffee sich dann immer mit Zeit entwickelt, weil die Mokka-Kanne dann auch diesen Kaffeegeschmack
irgendwie in sich hat. Was ich euch fragen will, wenn jemand schon so eine Mokkakanne hat, ich finde es immer schwierig, diesen Gummiteil, der den Sieb befestigt, ordentlich zu entfernen. Also hat jemand da einen Tipp für mich? Gerne in die Kommentare schreiben. Ihr Lieben, und jetzt kommen wir schon zum Fazit. Also ich verwende die Mokkakanne genauso häufig mittlerweile wie die Espressomaschine. Also für jeden, der eine kostengünstige Variante sucht, aber trotzdem einen richtig leckeren Kaffee trinken will, ist die Mokkakanne wirklich eine tolle Option. Ich bin immer noch total überzeugt und bewundere mich, wie kann der Kaffee einfach so lecker schmecken. Also ich habe auch früher keinen Kaffee getrunken, bis ich die Espressomaschine entdeckt habe und ja, gesehen habe, wie lecker der Kaffee wirklich sein kann. Also ich trinke keinen Filterkaffee, der schmeckt mir nicht, obwohl ich aus Finnland komme und in Finnland ist das das Ding. Alle trinken gerne Filterkaffee, aber ich habe damals keinen Kaffee getrunken, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat. Und mittlerweile trinke ich gerne Kaffee aus der Espressomaschine, aber wenn man diese Investition nicht machen möchte und keine teure Espressomaschine sich holen möchte, dann wirklich, ich kann von Herzen diese kleine Kanne empfehlen. Also für uns ist es ein täglicher Begleiter und ich freue mich auch immer auf Reisen, dass ich das mitnehmen kann und auch in der Reise schönen Kaffee genießen kann. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Also du kannst genauso eine 2 Tassen Mokkakanne gewinnen mit meinem Lieblingskaffee. Was du dafür machen musst, ist diesem Video ein Like zu lassen, meinen Kanal zu abonnieren und einen Kommentar schreiben, mit wem würdest du am liebsten den Kaffee genießen. Alle sonstige Teilnahmebedingungen findest du in der Videobeschreibung. Und am 4. Dezember werde ich den Gewinner verlosen und direkt in den Kommentaren anschreiben. Viel Glück! Wenn du Interesse bekommen hast und willst dir die kleine Mokkakanne anschauen, dann werde ich alle Details dazu unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn dir mein Video zum Kaffeegenuss gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Testvideos und leckere Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.